The Izmir Project, eine Kooperation der Studiengänge Fashion Business der Media Design Hochschule und Modedesign der Izmir University of Economics. Ziel war es, in Zweierteams nachhaltige, kommerzielle Kollektionsideen und Marketingansätze, inspiriert vom Künstler Joseph Beuys, zu entwickeln. Also das Spannendste, würde ich sagen, in die Kooperation war tatsächlich nicht zu wissen, wie die Kollektion am Ende aussehen wird, und eigentlich nur anhand von Zeichnungen und Moodboards von den Designern zu erfahren, was die sich vorgestellt haben, und daraus dann eigentlich ein ganz neues Marketingkonzept zu generieren. Das Spannendste an der Kooperation der MDH mit der University of Economics in Izmir war einfach die Zusammenarbeit und die Kooperation zwischen den beiden Hochschulen, dass jeder mit einem Partner zusammenarbeiten durfte. Das ein ganz enger Kontakt zwischen Design und Modemanagement war. Der thematische Schwerpunkt meiner Projektpartnerin lag darin, dass ihre Kollektion und ihre Designs nur noch mit natürlichen Mitteln gefärbt wurden, wie zum Beispiel Petersilie, Hibiskus, Kurkuma, Zwiebelschalen oder auch Zimt, aber auch noch weiteren, und dass sie komplett auf die Chemikalien verzichtet. Die Zusammenarbeit verlief natürlich anfangs eher schüchtern noch, würde ich sagen, weil wir jeweils natürlich auch in einer anderen Sprache kommunizieren mussten und wir uns natürlich auch nicht kannten und natürlich ins kalte Wasser geschmissen worden sind. Aber dann irgendwann war man im Flow drin und irgendwann hatte man die Ideen und dann ist es aus dem rausgesprudelt, und ich würde sagen, am Ende wird es dann irgendwo auch die Freundschaft. Die Zusammenarbeit mit meiner Projektpartnerin hat sehr gut funktioniert. Wir haben uns von Anhieb super verstanden, haben viel bei WhatsApp geschrieben und auch bei Zoom-Meetings gehabt. Wir haben uns gegenseitig immer frühzeitig informiert, wenn es nochmal Veränderungen gegeben hat, wenn man noch neue Ideen hatte. Von daher war es eine Zusammenarbeit auf jeden Fall auf Augenhöhe. Also definitiv ticken Designer anders. Das sind kreative Menschen. Ich würde sagen, Manager sind dann eher doch faktenbasiert und zahlenlastig. Und was ich schon durchkalkuliert habe, so weit waren die dann noch gar nicht, weil wir haben, glaube ich, als Schwerpunkt einfach nur ihr Design und wie es am Ende aussieht. Das Drumherum, glaube ich, ist da am Anfang eher relativ. Aber ich glaube, wenn man das verständlich an die Designer dann bringt, verstehen die das total und supporten auch. Sich wirklich immer wieder zu hören, war eigentlich das Schwierigste. Wir haben uns immer gehört, aber die beste Variante war dann immer über WhatsApp. Aber ich würde sagen, es war tatsächlich, sich die Zeit zu nehmen, ständig in Kommunikation zu sein, um dann am Ende auch die Kollektion zu verstehen. Also Zeit macht da unglaublich viel aus. Die größte Herausforderung während des Projektes war die Idee der Modedesign-Studentin wiederzugeben, ihre Idee erstmal zu verstehen, was sie mit ihrem Konzept darstellen möchte, wie sie zu der Idee gekommen ist, was sie auch von Beuys als Inspiration genutzt hat. Was ich mitgenommen habe, ist wirklich, wie wichtig es ist, international wirklich zu agieren. Einfach gerade jetzt die Kooperation mit der Türkei war einfach total spannend zu sehen, wie die einfach an so ein Projekt auch rangehen, wie die arbeiten, und die Ideen einfach aus anderen Kulturen mit reinzubringen, ist halt total spannend zu sehen, weil wir würden, glaube ich, in Deutschland komplett anders ticken, und durch diese Kooperation hat man gesehen, wie viele kulturelle Einflüsse das so ein Projekt haben kann und was Schönes daraus entstehen kann. Dass ich Teil dieses Projektes sein durfte und mit Modedesign-Studentinnen aus Izmir zusammenzuarbeiten. Das war für mich das erste Mal. Dann habe ich auch sehr viel gelernt in Bezug auf Nachhaltigkeit, den Künstler Joseph Beuys, den wir kennengelernt haben und auch nochmal mehr verstanden haben, wie er gearbeitet hat.